Mein Name ist Helena, ich bin die Färberin hinter Irida Design und heiße dich jetzt willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute geht es darum, dass wir 2 norwegische Strickbücher durchblättern wollen. Die beiden Bücher habe ich bereits in meinen früheren Folgen erwähnt. Es geht dabei um dieses Buch, was ich schon in Deutschland gekauft habe, nachdem ich recherchiert habe, wer Solendale ist und warum Annichen Sibban-Bøhren damit zu tun oder was sie damit zu tun hat. Das kannst du im Video schauen, was ich hier verlinke. Und das zweite Buch, das ist dieses hier. Das habe ich aus Norwegen mitgebracht und das zeige ich, dass ich es gekauft habe in dem Podcast, wo ich über die Strickläden in Oslo berichte. Wollläden in Oslo. Bevor das passiert, möchte ich erzählen, was ich gerade stricke, was ich anhabe, was die nächsten Termine sind oder was wir gerade gemacht haben. Ich trage heute den Pullover Forest Reflection. Es ist eine Anleitung von meiner Freundin Anastasia und mir. Und diese Anleitung war ein Teil des Buches Wolle pur, 12 Projekte, die dich durch das ganze Jahr begleiten. Dieses erste Buch ist bereits ausverkauft, aber die Anleitung kann man einzeln kaufen. Die gibt es entweder bei mir auf der Webseite www.irida-design.com oder auf Ravelry oder man kann sie auch physisch kaufen. Die gibt es als Einzelanleitung immer da, wo ich mit meinem Shop unterwegs bin. Zum Beispiel demnächst in Zürich, am 8. und 9.11. in Zürich bei Knitfest. Diese Anleitung gibt es ebenfalls auch für Kinder, also in Kinderversion, heißt Forest Reflection Kids. Und dieses Modell habe ich wirklich schon sehr oft gestrickt. Das, was ich anhabe, habe ich vorletztes Jahr wahrscheinlich gestrickt, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich weiß aber, dass das oben Alpaka ist, und zwar Alpaka, welches ich vorher spazieren gehen durfte. Das stammt aus der Pfalz und unten ist Industriegarn. Und weil ich dieses Modell nicht aus meinem Garn gestrickt habe, das aber gerne auf meinen Wollausstellungen bzw. Wollmärkten zeigen möchte, habe ich das nochmal gestrickt. Und zwar diesmal unten ist es Yak Merino Seide zusammengestrickt mit Alpaka Merino Yak Seide. Und oben ist es, weiß ich nicht mehr genau, schreibe ich hier dazu. Diesen Pullover, genauso wie der ist, werde ich in Zürich, aber auch online als Paket anbieten. Das heißt, man kann das wirklich schon als Paket, als Set kaufen und einfach losstricken. Da ist genügend Garn dabei und auch und auch die Anleitung dabei. Was stricke ich zurzeit? Ich stricke zurzeit Forest Reflection Kids, weil ich auch ebenfalls noch ein Beispiel zeigen möchte, das einfach nur aus Merino-Wolle, was ich habe, gestrickt werden kann, eben die Kinderversion, und auch dazu wird es Sets geben. Diese Anleitung, wie gesagt, habe ich schon mehrmals gestrickt. Vielleicht schaffe ich die Bilder rauszusuchen, dann sind sie hier zu sehen. Ansonsten zeige ich, was ich da habe als Beispiele, die nehme ich ebenfalls mit. Um einfach zu zeigen, dass dieses Modell tatsächlich aus verschiedenen Möglichkeiten, aus verschiedenen Garnen strickbar ist. Also hier oben ist zum Beispiel Seide mit Merino und unten ebenfalls doppelfädig mit Mohair, Sockenwolle mit Mohair. Das ist eine Kinderversion. Und dann habe ich sechsfädige Sockenwolle genommen und ebenfalls gestrickt. Ganz gut für die Kinder, sehr robust, warm, aber man kann es in die Waschmaschine tun und waschen. Etwas edlere Version, zwar ebenfalls Sockenwolle, aber eben mit Flauschgarn zusammen verstrickt. Sieht so aus. Also die Möglichkeit, es gibt Unmenge an Möglichkeiten. Man kann wirklich tatsächlich fast jedes Garn dazu nehmen. Und diese Anleitung
kann ich nur wärmstens empfehlen. Was habe ich sonst noch gestrickt? Letztes Mal habe ich mich mehr oder weniger beschwert, dass ich Socken in Größe 44 stricken sollte. Tatsächlich habe ich sie gestrickt und es ging gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es ging ruckzuck, weil ich habe dafür die Nadelstärke 3,25, meine ich, genommen und es ging tatsächlich ziemlich schnell. Die Socken sind fertig und bereits verschickt und hoffentlich passen demjenigen, für den sie bestimmt sind. Was ist in der letzten Zeit passiert? Wir hatten unser Strickkino, Mannheimer Strickkino im Kino Atlantis. Es waren wieder viele Strickerinnen und Häklerinnen da. Es waren insgesamt 123 Leute da. Ich freue mich riesig, wenn so viele Interessentinnen dabei sind. Und wenn ihr alle kommt und wir uns alle dort sehen können, freue ich mich richtig, richtig schön. Das nächste Mal treffen wir uns nicht im Kino Atlantis, sondern im Schwesternkino Lichtspiele Planken, und zwar am 14. Dezember um 15 Uhr. Und was genau wir anschauen, ist noch nicht klar, aber ich werde rechtzeitig berichten. Ich wollte, dass wir ja demnächst Weihnachten haben und vor Weihnachtszeit ist Adventszeit. Es gibt noch Adventskalender, die man bei mir bestellen kann über die Webseite www.irida-design.com gibt es die Möglichkeiten, 5 verschiedene Adventskalender zu bestellen, und das sind eben 4 Kalender für Edelgarne, das heißt zu jedem Adventssonntag gibt es ein Strang Edelwolle. Was ist Edelwolle? Ist ein Mischgarn. Es könnte eine Mischung Kamel oder Seide oder Jack oder Alpaka oder alles zusammen sein, in einer bestimmten Farbe oder einer bestimmten Stimmung, was du selbst vorher ausgesucht hast. Und es gibt auch noch Sockenkalender. Sockenkalender oder Sockenwollekalender ist, da packst du jeden Tag einen kleinen Mini aus und eben du packst dann zum Schluss einen vollen Strang aus. Das heißt, du hast insgesamt 23 Minis und ein Sockenstrang, wenn du alles ausgepackt hast. Bei den Edelkalender oder bei den Edelgarnkalender hast du insgesamt 4 Stränge zu einer bestimmten Stimmung oder einer bestimmten Farbe. Die sind nicht gleich, sie sind alle unterschiedlich und das sind alles Mischgarne. Die Adventskalender sind noch bis Ende Oktober zu bestellen. Im November werde ich sie verschicken. Dann lass uns jetzt die Bücher zusammenblättern, und solltest du noch Fragen haben, frag einfach. Ich freue mich über deinen Kommentar, dein Like. Folg mir, dann gibt es mehr Neuigkeiten und viel Spaß!